Larissa ist dir ja dann recht gut gegangen. Was ist denn passiert nachher? Ja, nach 7 Jahren Aufbau dort, insgesamt, also seit der Krankheit und Rohkost, vegan, habe ich natürlich nach wieder einer Partnerin gesehen, habe ein bisschen rumgesucht und habe dann jemanden gefunden und sie mich. Aber sie hat geraucht und ich musste ihr sagen, was sie mir gesagt hat, sie will gerne zusammenziehen und sie will gerne 2 Kinder von mir, das war so ihr Wunsch. Habe ich gesagt, das tut mir leid, wir können nicht zusammenziehen, du rauchst. Ich kann nicht mit jemandem zusammenleben, der raucht. Und abgesehen davon, ich esse ja auch anders. Dann hat sie gesagt, ich gebe das Rauchen von einem Tag auf den anderen auf, aber ich will dabei kochen. Dann habe ich gefunden, ja, jetzt nach 7 Jahren, da kann mir eigentlich nichts mehr passieren, machen wir. Das haben wir gemacht, sind wir zusammengezogen. Und dann muss ich aber sagen, das erste Jahr, wo die Umstellung war auf normale Kost, allerdings vegan. Nein, Milchprodukte, glaube ich, habe ich dann wieder genommen. Ja. Weil wir haben für die Bananen Kühe gebraucht, Milchwirtschaft, wo wir auch Kühlwagen und also die Milch aufbereitet haben für Frischkäse und Joghurt und weiss nicht was alles. Und ich habe eigentlich Milchprodukte so gerne und Käse. Und habe das wieder angefangen und dann ist es mir einfach gar nicht gut gegangen. Nach einem Jahr bin ich fast notfallmässig zurück in die Schweiz, um im Spital untersuchen zu lassen, was mit mir los ist. Ich habe einen dicken Bauch bekommen, es war mir nicht wohl, etc. etc. Und zum Glück, ich habe natürlich gedacht, die Krankheit könnte zurückkommen oder eine andere oder was auch immer. Haben sie mir dann gesagt, wir haben nichts gefunden. Sie haben noch gar nicht alles bestens. Dann habe ich gesagt, ja, was können wir machen? So will ich einfach nicht leben. Sie haben gesagt, können Sie Milch trinken? Ich habe gesagt, ja, gerne. Früher als Kind habe ich 1 Liter Milch pro Tag müssen trinken sogar. Das ist so gesund, oder? Und dann haben sie gesagt, ja, wir machen einen Laktosetest und tatsächlich bin dann Laktose hinterlangt worden. Weil ich halt 7 Jahre keine Milch mehr hatte, hat das der Körper automatisch umgestellt, wie es natürlicherweise auch müsste sein. Wie ist denn da jetzt gegangen mit der Margot und mit den Kindern von der Ernährung her? Denn? Also wir haben uns dann eben normal ernährt. Und dann nach einem Jahr habe ich gesagt, okay, keine Milchprodukte mehr. Also ich gehe auf vegan, aber doch gekocht. Ich meine, Serbmüsli, das haben wir immer am Morgen gehabt. Das ist vegan roh. Und dann haben wir halt gekocht. Vielleicht nicht so intensiv, wie man sonst kocht, das ist klar. Und schön brav vegan. Und die Kinder, die sind dort 2 und 3 gewesen, wo ich mich dann entschlossen habe, zu sagen, von Teneriffa weg. Es ist mir einfach zu lebendig geworden mit vielen Touristen, mit vielen Bauten, die überall rausgewachsen sind. Auch um unser altes Haus, das über 200 Jahre alt ist, eigentlich sehr schade. Und dann sind wir in die Schweiz zurück und dann haben die Kinder Probleme gehabt mit der Luft, die halt nicht reine Meeresluft ist vom Passatwind. Und dann habe ich gesagt, gut, dann geht das nicht mit der Schweiz. Bist du denn gegangen auf die Rigi? Also ich bin von Teneriffa weg, weil wir haben verstanden, dass Margot Brustkrebs hat. Das war natürlich ein Drama. Dann sind wir auf Rigi Kaltbad, damit die Kinder relativ gute Luft haben dort oben, eine kleine Schule gegründet. Es hat schon einen Verein gegeben, aber dann habe ich einen Lehrer gesucht, eine Lehrerin. Und es war eine schöne Zeit, 9 Jahre ungefähr Rigi Kaltbad. Eine fantastische Zeit. Und dort hat Margot doch dann auch Rohkost machen. Sie hat normale Behandlung gehabt, also zuerst Operation, Chemotherapie und so weiter, und das war immer eine Behandlung. Aber sie hat täglich ihren Kaffee gebraucht. Da ist sie einmal runter und ist in Küsnacht ihren Kaffee genommen, weil sie ihn daheim dann doch nicht wollte. Und Käse, das ist halt auch immer wieder ein Thema geworden, vor allen Dingen für Kinder und so. Also wir sind eigentlich auf Rohkost und eigentlich auch nicht. Mehr oder weniger. Und das lenkt halt auch nicht. Und vor allen Dingen, wenn man Kaffee empfinde ich als etwas von den Sachen, die man eigentlich nicht sollte nehmen, wenn man eine solche Krankheit hat. Und die will heilen durch auch Ernährung. Und nach 9 Jahren hat sich dann gezeigt, also ist
Margot gestorben. Hast du Mühe damit, dass sie nicht konsequent sein konnte? Ja, natürlich habe ich versucht, ihr das zu zeigen, es sollte Konsequenz sein, sonst nützt es vielleicht nichts und so weiter. Also es war für mich ein Drama eigentlich. Ich habe sie dann auch noch geheiratet, weil ja, das Kinder, sie war Deutsche gewesen, und damit Kinder können Schweizer sein, habe ich sie geheiratet und schief rausgekommen. Das war sehr traurig. Was hat es bei dir gemacht denn in dieser Zeit? Es ist mir sehr, sehr schlecht gegangen. Wieder einmal. Ich wollte eigentlich fast das Leben aufgeben, nur wegen der Kinder habe ich es eigentlich nicht aufgegeben. Also ich bin im Leben mehrmals sehr hoch, sehr tief gewesen, ist klar. Und ich habe dann Rückenschmerzen entwickelt und Physiotherapie gehabt und so weiter. Das ist mir gar nicht gut gegangen. Und dann schlussendlich habe ich Katrin kennengelernt und wir sind zusammengezogen, der Patchwork Family gegeben. Und dort war es natürlich so, die anderen Familien und ja, wir alle zusammen haben dann nicht mehr Rohkost, haben schon Rohkost gegessen, das Erdnüsse haben wir gehabt. Und dann aber, meine Kinder haben gerne, wie ich auch, einfach Käse gehabt. Ich konnte nicht zuschauen, ich habe dann auch mitgemacht etc. Wie habt ihr denn dort gegessen miteinander, die Patchwork-Familie? In der Patchwork-Familie war es halt schon so, dass die Kinder normales Essen wollten. Und für mich war es ein Problem, als sie von der Region oben heruntergekommen sind. Der Verkehr, alles neu, oder? Neue Schule, Mutter verloren und so. Es war so oder so eine sehr schwierige Zeit für uns beide, die ganze Familie. Ihre Kinder haben für ihre Freunde weg müssen, wegen dem bösen Ernst, oder? Und so weiter. Es war nicht gerade so schön. Was passiert ist, ich habe ein Prostata-Problem bekommen und man hat mir Prostata-Totaloperation gemacht. Das ist jetzt bald 15 Jahre. Ja. Also man hat es nicht gemacht, oder? Bitte? Empfohlen hat man es nicht gemacht, oder? Ja, man hat es gemacht. Also hast du gleich Aber die ich habe mich Operation... gewehrt. Also ich habe dann gesagt, mache ich nicht.